Chanukka ist der 25. Kislev und es wird gefeiert, was im Namen schon gesagt wird, Chanukkat Habayit, Einweihung des Tempels. Also historisch, wir sprechen von den Ereignissen, die im 2. Jahrhundert vor der Zeitrechnung geschehen sind, als die griechischen Symbole und Statuen aus dem Jerusalemer Tempel verschwunden sind und man hat den Tempel eingeweiht. Das sind die historischen Ereignisse von Chanukka, die wir feiern. Es gibt auch eine Legende im Talmud, die daran angehängt ist, nämlich das Wunder von dem Licht, das 8 Tage hindurch geleuchtet hat. Aber man kann beide Geschichten getrennt betrachten, auf eine die historische, auf die zweite die erzählerische Tradition. Den Kindern erzählen wir gerne, als der Tempel dann gereinigt wurde, man sollte jeden Tag Licht anzünden, aber es gab nur ein kleines Kännchen mit dem Öl und man hat nicht gewusst, was man machen soll. Was macht man in der Not, wenn man nicht die Lösung sieht? Man tut, was man machen kann. Man zündet das Letzte an und wartet ab, was geschieht. Und nach dieser erzählerischen Tradition im Talmud, das Licht hat nicht nur für einen Tag gedauert, sondern für die 8 Tage lang. Das ist die Erzählung von der Chanukka, die sicher auch die Fantasie und Imagination der Kinder gut einnehmen kann. Es ist aber wichtig für Erwachsene, dass wir sowohl über die Wunder nachdenken, aber auf der anderen Seite auch über die Geschichte nachdenken und dann natürlich an die Symbolik für Chanukka, die dann weder mit der erzählerischen, auch nicht noch mit der historischen Tradition zu tun hat, sondern die Mitzvah-Seite anspricht. Das bedeutet, was tun wir und warum tun wir. Bei dem historischen Hintergrund der Chanukka-Feier denken wir daran, dass das ganze Eretz Israel und auch Jerusalem, auch Tempel unter der griechischen Herrschaft gelitten haben. Die Griechen und besonders der griechisch-seleukidische Herrscher Antiochus hat angeordnet, dass der Tempel umgewidmet wird. Das bedeutet, es wurde verunreinigt mit dem Götzendienst, mit Statuen, mit allen Sachen, die mit der jüdischen Tradition damals nicht einhergingen. Es ist aber gelungen, das alles loszuwerden, wegzuschieben, zu zerstören auch und wieder den Tempel einzuweihen. Und die Einweihung des Tempels, das ist Chanukkat Habayit, davon kommt auch der Name des Festes Chanukka. Chanukka wird gefeiert genauso wie das andere Fest am 25. Tag, nur mit dem jüdischen Monat Kislev verbunden. Am 25. Kislev beginnt dann Chanukka und dauert 8 Tage lang. Das ist auch das Datum, bei dem historisch dann zu der Einweihung des Tempels in Jerusalem geschehen ist, am 25. Kislev im Jahre 167 vor der Zeitrechnung. Zu Chanukka ist die wichtigste Mitzvah, das Gebot, die wir tun, dass wir die Kerzen anzünden. Wir beginnen mit der ersten Kerze und wir enden am 8. Tag mit der 8. Kerze. Interessanterweise gab es in der Talmud, in einer rabbinischen Tradition, die Diskussion, soll es nicht umgekehrt sein? Hillel und Shammai haben gestritten, 2 Schulen. Was ist der richtige Weg? Von einer Kerze anzufangen und bei der 8. zu enden oder umgekehrt mit 8 Kerzen anzufangen und bei der 1. zu enden? Und die Antwort des Talmuds war, wir sollen mit einer anfangen, das war der Hillel, der sich durchgesetzt hat, mit der 1. anfangen und bei der 8. enden. Und er hat es folgendermaßen wie folgt begründet. Wir sollen in der Heiligkeit steigen. Jetzt ist die Frage, was die Heiligkeit ist. Es ist ein stark religiöses Wort und ich glaube, dass das Wort heilig besonders oder abgesondert bedeutet. Und man muss sich dann vorstellen, was ist für mich besonders, was erwarte ich von meinem Leben oder in meinem Leben, in meinen Lebensumständen, was soll jeden Tag größer werden, was die Lichtintensität betrifft. Und das ist die wichtigste Interpretation.
nicht einmal die historische, weder historische noch die erzählerische, aber die persönliche Bedeutung von Chanukka. Was erwarte ich in den kommenden 8 Tagen, dass als ein Licht, als die Lichtintensität steigert und erhöht wird? Familie kommt zusammen und jeden Abend wird Chanukka angezündet, das Licht der Kerzen, das jeden Abend stärker wird. Und natürlich werden auch Spiele gespielt, mit dem Dreidel wird gedreht. Es werden natürlich auch andere Spiele gespielt und vor allem auch in der Küche, weil jedes jüdisches Fest spielt sich auch in der Küche ab. Und Chanukka ist verbunden in Israel mehr mit den Sufganiyot, in Diaspora außerhalb von Israel auch mehr mit Latkes, die man dann braten kann. Und auf diese Weise geben wir auch dem religiösen Fest einen kulturellen Rahmen.